wie wir es hierhin geschafft haben, ist unglaublich. Ja. Du willst ja nicht, dass ich fliege wie er. Nein. Ah, der will mich angreifen. Ach, das ist so ein Herzensmensch. Wirklich ein Herzensmensch. Willkommen zu Hause, Bruder. Und wir beide stehen in dem Dorf, wo wir als Kinder gespielt haben. Ach. Deutsche, ich fasse es nicht. Diese Männer haben einfach in Deutschland gedient. Wow. Das ist wirklich emotional. Dass wir jemals an so einem Ort stehen würden. Also wir sind völlig begeistert, oder? Ja. Es ist unglaublich. Salam alaikum aus Kasachstan. Wir sind Dima und Katrin auf unserem größten Abenteuer. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Und dafür rufen wir zu euch ein riesen Rahmet. Vielen Dank dafür und danke für euren super Support aus dem letzten Video. Wir sind unglaublich dankbar und unglaublich sprachlos über die ganzen tollen Kommentare. Also danke, dass ihr unseren Kanal so habt wachsen lassen, fast schon explodieren lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Das bedeutet uns unheimlich viel. Ja, was sollen wir sagen? Wir haben die Steppe hoffentlich hinter uns gelassen. Das waren jetzt, glaube ich, über 500-600 Kilometer, wo es so brutal war. Wir haben auch nur ein bisschen gefilmt, aber das bisschen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß dabei. Genau. Der Asphalt endet. Oh, ich hoffe, das sind nur ein paar Kilometer. Also wir sind jetzt gezwungenermaßen auf diese Straße gekommen, weil die gute Straße gesperrt ist. Und das Navi hat uns jetzt hier lang geschickt. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Einfach drüber fliegen, dann merkst du die Schlaglöcher nicht so. Du musst einfach schneller fahren. Nein, Dann fliegen wir über die Löcher. Oh, das willst du nicht, dass ich schneller werde. Wahnsinn, wenn wir hier keinen Bandscheibenvorfall bekommen, dann weiß ich auch Keine nicht. Bandscheibenvorfall. Ja. Du willst ja nicht, dass ich fliege wie er. Nein, aber ich hätte es gern den Leuten gezeigt. Ja, der hübsch wieder. Nur damit ihr mal so ein bisschen Feeling bekommt, wie wir hier durchgeschüttelt werden. Der macht's richtig, der fährt mit Motorrad. Ja. Wären richtig gute Aufnahmen geworden, wenn wir schon unsere Dashcam eingebaut hätten. Ich habe keine Zeit gehabt. Ich wurde aufgehalten. Also, vielleicht solltest du auch so schnell hier drüber fahren wie der andere gerade, dann merken wir die Löcher nicht so. Also das ist übrigens die schlechteste Straße, seitdem wir in Kasachstan sind. Alle anderen waren echt gut, ne Schatz? Ja. Normalerweise gibt es eine andere, aber Ja. die, wie gesagt, wie Katrin gesagt hat, da ist irgendeine Sperre, deswegen hat uns das Navi hier hingeführt. Ich sag zu Katrin, sie muss das jetzt positiv sehen, das mit der Straße. Das war die positive Seite. Früher sind die Menschen mit Pferden geritten. Wenn sie jetzt mit Pferd reiten würde der Hintern mehr wehtun und würde noch länger dauern. Weisheiten von Dimi. Das ist so schön. Der Kumar hat heute Morgen noch angerufen, also eine Sprachnotiz gemacht und hat sich richtig Sorgen gemacht, warum wir auf dieser Straße gelandet sind. Hat er bei mir im Status gesehen. Ja, Er sagte, Dimmer, wo seid ihr?
Was ist los? Ich sehe kein Asphalt. So süß, oder? Ganz liebe Grüße an dich, wenn du das siehst. Was davon ist jetzt die Straße? Also, Schwung. Mit Schwung. Schwung ist immer wichtig. Oh. Kuma! Mach dich bereit, Was rauszuholen. falls wir uns festfahren. Wie wir es hierhin geschafft haben, ist unglaublich. Echt. Aber was wir rausgefunden haben, auch wenn es manchmal scheint, dass es keinen Weg gibt, es gibt immer einen Es gibt immer Weg. einen. Oh. Wir hatten gerade so schön Asphalt, wir haben uns voll gefreut, dass wir mal ein bisschen vorwärts kommen. Aber Здорово. Мы с Германии. С Германии едем. Спасибо большое. Тут дорога, сейчас асфальтная будет дальше обратно? Да? Спасибо большое. Пока. es kommt gleich wieder Asphalt. Schön. Er hat gesagt, ich weiß nicht, hat man gehört, Ich weiß dass nicht, wir geredet haben? Auf A26. kann Er hat sein. gefragt, woher wir sind, habe ich gesagt, aus Deutschland. Er sagt, herzlich willkommen. Oh, schön. Jetzt müssen wir hier irgendwie hochfahren. Oh. Warte, ich muss mir das angucken, ob wir da Auf durchfahren. A26 nach Nordwesten starten. Nein, das ist doch nicht deren Ernst, oder? Ah, Schwung. Schwung. Kuma! Dem Strecken Mach dich bereit! Kilometer folgen. Schaffen wir, ein paar Jahre nicht. Vom Gucken wird es nicht besser. Herr Schreiner. Warte, hier ist auch ein Weg. Ja, aber das sieht ja noch matschiger Aber aus. guck mal, wie es da aussieht. Oh. Nicht festfahren. Du musst nicht festfahren. Du musst nicht festfahren. Du musst nicht festfahren. Yay! Schaut euch den an. Stopp, noch nicht weiterfahren. Hi, Kollege. Salam alaikum. Wow. Und so sieht das übrigens aus, wenn wir solche Aufnahmen machen. Ruhe. Ja. Nur nicht rausfallen. Brutal. Das ist echt brutal, Leute. Dritter Tag heute. Nur diese Straßen. Also, das ist echt unser Endgegner. Am Anfang war es noch alles richtig schön, abenteuerlich, aber jetzt, wir können einfach nicht mehr. Oder? Ja, man wünscht sich einfach wieder Asphalt. Und wenn kurze Strecke Asphalt kommt, wo er wirklich glatt ist, das fühlt sich an, als würde man sich in so ein richtig schönes Bettchen legen. Ja. Chill. Ja, und im letzten Video haben wir uns ja auch von der lieben Familie von Kuma verabschiedet. Und er hat noch was ganz Tolles für uns gemacht. Und ja, um einfach unsere Wertschätzung auszudrücken, wollen wir euch die Bilder dazu auch zeigen. Und er hat uns auch wirklich
bis zum Stadttor noch begleitet. Das war ihm wichtig, dass er uns bis zu seinem Stadttor rausführt und uns dann in Gottes Hände übergeben hat. Und das war sehr emotional und wirklich, wirklich schön. Also uns ist ja hier hier war so eine Plastikabdeckung drüber. Hier. Die ist uns im Laufe der Zeit immer mehr und mehr gebrochen. Weil wenn ich hier durchgehe, trete ich immer da drauf. Und jetzt ist es so kaputt gebrochen. Und der Komar hat gesagt, er macht uns das jetzt noch schnell. Wir sollen ihm 1 Stunde Zeit geben. Она всегда это мозги застревает эти. А так вот теперь и есть хорошо. Все хорошо сделал ты. Спасибо большое. Нам только не надо будет прикрепить еще и все. Мне нравится. Perfekt. Ja. Ihm gefällt das nicht. Was? Das ist doch eine super Lösung. Нам нравится все. Все хорошо. Давай другую сделаем. Er will ein anderes machen. Ihm gefällt das nicht. Ja, er will halt alles perfekt machen. Super Tugend, würde ich sagen. Как все это было? Это было закрыто дырка, что ли? Да, да. Was vorher drin war. Es ist überall gebrochen. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Er fragt, ob er schnell ein anderes machen kann. Wenn er das möchte, dann kann er das gerne tun. Wir haben ja Zeit, wir sind ja nicht auf der Flucht. Я без проблем. No problem. Jetzt kein Plastik mehr, wo ich mit meinem Socken drin hängen bleibe und mir die Füße einklemme. So cool. Gut, dass wir gefragt haben. Siehst du alles? Nochmal an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wirklich. Wir wissen deine Arbeit sehr zu schätzen. Nicht nur die Momente werden uns jetzt ewig an dich erinnern und an deine Familie, sondern auch dieses Teil. Wir sind sehr dankbar. Sollen wir mal die Tür zumachen? Ja, ich mach. Ach, das ist so ein Herzensmensch. Wirklich ein Herzensmensch. Wow. Ist das schön hier. Wir wollen zum Abschied nochmal mit ihm und seiner Frau essen gehen. Ich hoffe, sie kommt gleich auch. Sieht das toll aus. Schaut euch mal den Himmel an. Aha. Gehen wir mal Hände waschen, ja? Ja. Also er begleitet uns jetzt noch bis zu dem Schild und dann verabschiedet er sich. Ich vermute So mal, nett. das hat ich vermute mal, das hat was mit der kasachischen Tradition zu tun, dass die einen bis Stadtende begleiten. Ihre als Verantwortung ist damit an Gott abgegeben und dann fährt man weiter. Also es war ja wirklich erstaunlich, wie schnell Gott uns jemanden zur Seite gestellt hat, damit wir gleich intensiv in die kasachische Kultur wieder eintauchen können. Ich sage wieder, weil ich ja aus Kasachstan komme, mit 9 Jahren weggefahren, ungefähr mit 10 Jahren. Ja, 10 bin ich in Deutschland geboren. Und ich kannte ja kaum kasachische Kultur. Es war ein deutsches Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und ich bin jetzt extrem dankbar, dass ich jetzt gleich in die kasachische Kultur eintauchen durfte, in die Gastfreundschaft, in die Geflogenheiten. Also das auch mit diesem zum Stadttor bringen, um einfach, das ist aus Tradition heraus, einfach bis hierhin ist meine Verantwortung und dann übergebe ich euch Gott so gesehen. Ja. Das ist einfach wunderbar. Das gefällt mir richtig. Das stimmt. Ja. Ja, wir wollen uns nochmal bedanken. Spasibo еще раз. Rahmet. Ja. Wir haben jetzt hier, als wir aus der Steppe rausgekommen sind, hat sich hier was eröffnet, womit wir gar nicht gerechnet haben. Hier gibt es Tankstellen, hier gibt es kleine Restaurants und
hier gibt's einen ganz besonderen Ort mit Duschen, mit tollem Essen und das sieht so gemütlich darin aus und deswegen wollen wir euch das jetzt erst noch zeigen und dann haben wir noch 200 Kilometer bis Aral und dann nehmen wir euch gerne mit. Also, Feierrallye! Also hier steht auch eine Jurte und ich habe erst gedacht, das wäre Deko, einfach so. Aber da sind echt Leute drin und schlafen. Ich guck mal, ob jetzt einer drin ist. Wenn nicht, kann ich es euch eben zeigen. Nee, keiner mehr drin. Schaut mal. Aber gerade haben wir noch welche drin gesessen, haben gegessen, der andere hat geschlafen. Echt cool. Hier drin ist auch kühler wie hier draußen. Die Jungs da vorne, die haben gerade unser Wohnmobil begutachtet und hatten ein tolles Gespräch mit dem, war auch ganz schön. Und hier gibt's Duschen. Richtig schön neu. Also, das hat uns echt überrascht. Also, so heißt das Ganze. Und wir gehen mal rein. Ich war total überrascht. Und wie nett die sind. Die eine, die hinter der Theke arbeitet, die singt und tanzt und das hat echt Freude gemacht. Haben wir den Eingangsbereich. Hier ist der Waschbereich und Toilette, da gehe ich jetzt nicht rein. Aber schaut euch das an und hier ist Klimaanlage. So richtig, richtig schön. Ich zeige euch jetzt noch das Essen. Wir haben natürlich gefragt. Wir dürfen natürlich das Essen zeigen. Hier gibt es immer so vorbereitete Salate und diese Sirupsäfte, die echt lecker sind. Ein tolles Essen. Also hat uns wirklich, wirklich gut geschmeckt. Das schaut mal. Wow. Спасибо. Plov. Vielen Dank. Wow. Gebäck gibt's ohne Ende. Ich will jetzt die Leute nicht so filmen. Ich muss mich jetzt ein bisschen drehen. Zeige ich euch den schönen Dimi. Ah ja, das ist sie. Sie singt und tanzt und ist einfach fantastisch. Also ist echt toll. Ganz nette Leute. Und also, das war's. Wir wollten euch das nicht vorenthalten. Und jetzt nehmen wir euch mit nach Aral. Feierrallye, ja. Also wir tauschen doch noch schnell den YouTube-Kanal aus. Da hat sie Interesse dran. Also die ist so lustig, wenn du das siehst. Ganz liebe Grüße. Und sie hat gerade gesagt, ich liebe dich. So süß. Ich freue mich über solche Begegnungen. Das ist einfach einmalig. Und hier, der junge Mann, hat es auch mitbekommen. Und kriegt natürlich auch unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns sehr, dass so großes Interesse daran besteht. An uns, an unserer Reise. Das bedeutet uns echt viel. Rührt mich manchmal echt. Ich setze mich mal, das könnte länger dauern. Schön. Ja, mir liegt auch auf dem Herzen, nochmal Dankeschön zu sagen und einfach zu sagen, wie sehr ich mich freue, wie viele Leute aus meiner alten Heimat jetzt beim letzten Video zugeschaut haben. Ja, und wie viele tolle Kommentare da waren. Und mich freut das. Man hat das Gefühl, als würde man die ganzen Menschen kennen. Ja, ihr habt ja auch dieselbe Vergangenheit. Selbe Vergangenheit, selbe Mentalität. Ja, gibt ein, zwei Leute, die halt nicht so schöne Kommentare hinterlassen haben, aber wir schauen auf die 99% der guten Kommentare. Genau. Aber das Interessante ist, jetzt wo ich auch in Kasachstan bin und den Kasachen begegne, haben wir immer wieder tolle Begegnungen. Ich sage immer, die Kasachen sind neugierig und ich meine das als positiv neugierig. Die interessieren sich an dir, die interessieren sich an Deutschland, die interessieren sich, wie es uns dort ergeht. Ob Menschen sich auch, die Deutsch-Russen, auch gerne zurückkommen wollen würden.
ob die auch da Interesse haben. Genau, das sind so viele Fragen, die sie immer stellen. Ja, schreibt Ja. gerne in die Kommentare, wie es aussieht. Würdet ihr gern zurückkommen? Weil dann können wir auch Antworten geben. Also, ne? Also du würdest ja zurückgehen, aber du kannst ja nicht für alle sprechen. Genau. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Würdet ihr zurückgehen? Also ich wäre bereit, wirklich zurückzukommen. Aber natürlich muss man auch eine gewisse Stabilität haben. Richtig. Nicht Reisen und hier leben ist was das anderes. eine und das andere ist, hier was aufzubauen. Ich würde nicht ins Ungewisse gehen, genau. Ja, und ich will mich auch bei allen jetzt bedanken, die wir unterwegs getroffen haben. Katrin blendet sie jetzt auch ein. Ja, Genau. Спасибо большое всем, с которыми мы встречались, за ваш интерес. Вы очень, хорошие люди. С вами очень было приятно поговорить. Also es war sehr interessant, mich mit euch zu unterhalten. Ihr seid richtig gute Menschen. Gute Kultur, gute Art und Weise, wie ihr uns begegnet. Ja, vielen lieben Dank. also in der Steppe, wo wir die letzten 3 Tage verbracht haben, gab es ja nur eine Stadt mittendrin. Ich weiß nicht wie, ich blende sie ein, weil ich will mich nicht lächerlich machen, weil ich sie nicht aussprechen kann. Also wir haben mehr Tiere gesehen und wie Menschen, aber ein Tier war wirklich lustig. Und ich glaube, wenn wir es jetzt einblenden, dann wisst ihr sofort, wie das heißt, oder? Ja, jeder, der zumindest im Dorf gelebt hat, weiß, was das für ein Tier ist. Ja, also wir zeigen euch das lustige Kerlchen mal. Also wir haben uns kaputt gelacht. Viel Spaß dabei. Wow. Ich hoffe, ihr hört irgendwas. Steppenadler, sagt ihr mir. Ich weiß nicht, wie die Tiere heißen, aber wow. Er lebt noch, aber ich sehe ihn nicht. Ja. Schön, dass du den Finger drauf zeigst. Ich sehe trotzdem nichts. Er guckt jetzt nach dem Suslik, ob es ihm gut geht. Seht ihr ihn? Ich sehe ihn nicht, das Licht blendet so. Wo ist er? Da ist er. Schaut mal. Hi. Ach Gott. Suslik. Hi. Ah, der will mich angreifen. Das sind unglaubliche Momente, oder Schatz? Ich habe sowas vorher noch nie gesehen und das war echt schön. Du auch nicht, oder? Ich habe welche von Weitem mal gesehen oder ja, tot früher mal. Ja. Aber ja, ich war da 8, 9 vielleicht, 7, keine Ahnung. Und jetzt so 1 Meter, nicht mal 1 Meter Ja. weit von dem Kleinen entfernt zu sein. Und dann greift er uns auch noch so niedlich an. Ja, er wollte sich schon verteidigen, aber trotzdem sah das niedlich aus. War wirklich niedlich, ihr habt ja gesehen. Oh Mann, was für ein toller Moment auf unserer Reise. Nach 200 Metern rechts Richtung Uhl. Bhakti Bay Batir abbiegen. Ich habe gerade noch gedacht, mir fehlt irgendwie die kasachische Flagge. Da ist sie. Das ist ein öffentlicher Parkplatz. Hier. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Also Aral haben wir erreicht. Wir haben auch einen Tipp bekommen, dass man hier schlafen kann. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Wir stehen hier mittendrin
Und ich denke, hier ist richtig was los. Hier ist auch noch ein Park. Und hallo. Как дела? Нормально? Und ich weiß nicht. Wir stehen jetzt gerade mal eine Minute hier. Wir unterhalten uns gerne, Ну, aber рядом с Тимиртау. Покорная, поселок маленький. manchmal will man auch einfach seine Ruhe, oder? Да, да. Wir schauen mal. 3-4 лет. Uns mal ein anderes Plätzchen. Hier ist echt zu wild. Und also es sieht wirklich schön aus. Wir gucken mal. Wir fahren jetzt einmal raus aus der Stadt. Bhakti Bay Hier hoch. Wir fahren jetzt einmal raus aus der Stadt. Gucken, dass wir uns ziemlich nah hier hinstellen und dann gehen wir vielleicht morgen noch mal hier rein, oder? Genau. Also Museum ja, kurz anschauen. ja. rechts ab. Wir schauen mal. Also da hinten ist Aral. Und wir sind ziemlich nah dran. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob wir uns gerade ausrichten können und dann haben wir unseren Schlafplatz. Gott sei Dank gefunden. Wir sind heute Morgen relativ früh los. Ich glaube 9 Uhr oder so sind wir schon los. Und jetzt haben wir 18 Uhr. Das Schlauch, die Hitze und alles. Die Steppe. Also, wir stehen. Demi hat ausgerichtet. Demi hat jetzt Fensterputzdienst. Ich habe wieder das Mikro nicht an. Nicht schlimm. Demi hat Fensterputzdienst. Und danach schreiben wir endlich, nach so vielen Tagen, aus den Kommentaren die Orte raus, die ihr uns geschrieben habt. Und wir versuchen, alles schaffen wir nicht. So viel Zeit haben wir gar nicht in Kasachstan. Aber wir versuchen, so viele Dörfer und Städte, wie es geht, auf unserer Route mitzunehmen. Und ja. Aber wir schreiben jetzt mal die Orte auf und schauen, was möglich ist für uns. Und ja, dann lassen wir den Abend ausklingen. Und sollte nichts Spannendes mehr passieren, dann sagen wir gute Nacht. Sag gute Nacht. Gute Nacht. Sag gute Nacht. Also, gute Nacht. Also wir haben eigentlich schon gute Nacht gesagt, aber ich wollte euch noch einmal zeigen, wie wir hier heute Nacht schlafen, wo wir stehen, so, damit ihr auch sehen könnt, an welchen Stellplätzen wir uns immer aufhalten, wenn wir und wie wir die Plätze aussuchen. Also meistens ist es so, dass wir gerne außerhalb stehen, damit wir für uns alleine sind und Ruhe haben. Aber manchmal stellen wir uns auch dahin, wo die Einheimischen sind und dann ist es auch interessant, die Menschen mal kennenzulernen. Heute sind wir aber außerhalb. Also, Moment, ich drehe euch. So, stehen wir gerade. Hier ist Steppe. Gleich Sonnenuntergang. Ein paar Pferde sind gerade hier rumgelaufen. Ist schön auch so aufzuwachen, wenn auf einmal Pferde oder Kamele vorbeilaufen. Ja, da hinten ist eine Straße, aber ich denke mal, nachts fahren nicht so viele Autos und es ist weit genug entfernt, dass wir es nicht hören. Katrin ist gerade noch drin und macht Tee. Und ich zeige euch, wir wollten euch ja zeigen, die neue Art, die wir bei Kumar gelernt haben, bei Kumar, wie man Tee trinkt. Schatz, Ja, wo bist du? hier. Ich beantworte gerade das Kommentar von dem Jewgeni Parigin. Heißt das so? Also Jewgeni, wir versuchen deine Omi zu besuchen. Also dein Kommentar hat mich ganz besonders berührt, weil deine Omi halt noch hier wohnt. Und wir fahren in die Richtung Karaganda, also in die Region. Und da machen wir einen Abstecher hin. Ja, für mich wäre es sowieso interessant, Ja. mich mit Deutschrussen sich zu unterhalten, die in Kasachstan geblieben sind. Ja. Wie es denen Ja. ergangen ist. Das ist sehr interessant für Und mich. die Omi, die kann uns so viel erzählen, wie es früher war, wie es jetzt ist und so. Und das wünsche ich mir ja. Ich habe es ja vorhin noch gesagt, dass ich gerne in ein Dorf möchte, wo noch Deutschrussen sind, oder? Und wie die so gelebt haben früher. Ich komme nicht von hier, aber die Geschichte hat mich einfach total begeistert. Und auch wie die Deutschrussen damals hier nach Kasachstan gekommen sind. Und
ja, ich weiß halt viel von meinem Schwiegerpapi. Und wenn ich jetzt mit Leuten reden kann, würde mir das echt viel bedeuten. Deswegen, Jewgeni, das sollten wir hinkriegen. Liebe Grüße an dich. Genau. Und zeig uns jetzt doch bitte, Ah, ja. wie wir Tee trinken. Also Tee trinken wir. Abendbrot gibt's heute nicht, heute gibt's nur Kekse. Aber wir haben zwei gefüllte Taschen. Stimmt. Zwei gefüllte Taschen Die mit. essen wir dann um Mitternacht. Ja, wenn der kleine Hunger kommt. Also wir waren ja bei dem Bei einem bei Geschenk. dem Kumar. Geschäft, ja. Ja. Und dort haben die das auf den Tisch gestellt und haben gesagt, das trinkt man zum Tee. Und dann haben wir das probiert. Tara, kennt ihr sicher, oder? Wer es nicht kennt, kann ich nur empfehlen. Und das sind so kleine Kügelchen. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Aber davon ein Löffel im Tee schmeckt so gut. So nach. Schatz, erklär du den Geschmack. Ich kann es nicht erklären. Ja, kennt ihr diese Kelloggs, wo der Frosch abgebildet ist? Das schmeckt so wie diese Kelloggs. Genau. Also, und jetzt sagen wir Gute Nacht. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen von Kasachstan, vom Nähe von, der Stadt Aral. Wir haben sehr gut geschlafen. Es war sehr ruhig. Ab und zu hat man einen Zug gehört, der gehupt hat, aber es liegt wahrscheinlich daran, weil an den Gleisen jetzt sehe ich gerade auch Kamele entlang laufen. Und wenn die nachts hier fahren, dann müssen sie halt langsamer fahren und ab und zu mal hupen, damit die niemanden ihre Tiere platt fahren. Genau. Ja. Jetzt hat mich Katrin dazu animiert, mal rauszugehen und ein paar Sätze zu euch zu sagen. Und zwar tue ich das gerade mit leicht feuchten Augen. Wir haben gerade im Auto gesessen und gesprochen darüber. Ja, also es ist das eine, jetzt in Kasachstan zu sein. Ja, das ist mein Geburtsland, mein Heimatland. Ich bin mit Kasachstan immer verbunden, auch wenn ich auch deutsche Wurzeln habe. Ich denke mal, wenn ich längere Zeit aus Deutschland wegbleiben würde, würde mein Herz auch wieder für Deutschland brennen. Genau. Aber ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es wäre oder wie es aussehen würde, wenn ich in Pakorne in meinem an dem Ort ankommen würde, da wo wir gelebt haben. Und wir haben ja jetzt uns mit meinem Bruder und auch später mit meinen Eltern verabredet. Und zuerst kommt mein Bruder Slava, den ich sehr lieb habe. Ja. Und wir treffen uns dort und ich habe mir so vorgestellt, oh, jetzt kommt's wieder, wie er sagt. Oh, sorry. Willkommen zu Hause, Bruder. Und wir beide stehen in dem Dorf, wo wir als Kinder gespielt haben. Und ja, und laufen da durch oder erleben wieder ein bisschen was zusammen, was wir als Kinder erlebt haben. Angeln gehen oder ja, einfach Erinnerungen hochholen. Und das hat mich sehr bewegt und da stellt sich die Frage, wie kann das sein, dass nach 34 Jahren ein Stück Erde, dieser Flecken Erde, wo wir gelebt haben, einen sich so ins Herz eingebrannt haben. Und ich merke auch an den Kommentaren, dass ich nicht der Einzige bin, an dem es so ergeht. Viele Menschen, die vor langer Zeit Kasachstan verlassen haben oder ihre Heimat verlassen haben. Ich denke mal, es geht nicht nur um Kasachstan, sondern wenn jemand aus Russland oder aus der Ukraine oder aus Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, egal woher, oder was weiß ich, Argentinien weggegangen ist,
mit seinen Eltern hat er da aber eine schöne Kindheit gehabt und dass ihm es genauso geht wie mir gerade. Ja, auch mein Bruder hat es beschrieben, als er das erste Mal wieder zurück war. Das tut mir leid, Slava, dass ich das erzähle. Ja, dass auch er sich nicht mehr zurückhalten konnte, dass da sich alles von ihm losgelöst hat und er in Tränen ausgebrochen ist. Ja, und wie kann das sein, dass ein Stück Erde so viel Emotionen oder ein Ort so viele Emotionen in einem weckt, wo man einfach sich nicht zurückhalten kann, dass ein erwachsener Mann auf einmal Tränen nicht zurückhalten kann. Ich habe auch zu meiner Frau gerade gesagt, dass meine Eltern oder unsere alle Eltern haben das aus Liebe zu uns auch gemacht, damit wir ein besseres Leben haben. Denn für die war es auch ein hartes Leben damals. Die mussten sehr viel schuften für sehr wenig. Also man hatte damals ja auch nicht viel gehabt. Aber mit dem wenigen, was wir hatten, waren wir glücklich, genau. Aber ich will jetzt nicht für meine Eltern reden. Das können Sie vielleicht in irgendeinem Video, wenn ich sie in Kasachstan auch treffe, selber mal erzählen, wie es für die war. Ja, Mama, Papa, macht euch schon mal bereit. Ja. Ja, die haben es aus Liebe gemacht. Aber für mich jetzt, im Nachhinein, nach 34 Jahren, fühlt es sich so an, als hätte man mir ein Stück Herz rausgerissen. Und also ich wurde rausgerissen, aber mein Herz ist dort geblieben. Und die Verbindung zu diesem Ort oder zu Kasachstan ist immer da gewesen. Man hat durch Arbeit, durch Feiern, durch Ablenkung, was weiß ich, es irgendwie unterdrückt oder ausgeblendet, aber es war immer da. Und jetzt, je näher das Ganze kommt, merke ich, wie emotional ich werde und wie doch es einem wichtig ist. Also mein Herz, ein Stück meines Herzens ist hier in Kasachstan geblieben und jetzt komme ich wieder zurück, um dieses Stück wieder hineinzupflanzen in meinen Körper und mich daran zu erfreuen, dass ich wieder da bin. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich damit sagen will. Wem es genauso ergeht, wer genauso fühlt und ja, genau, wer es schon erlebt hat oder wer es, schreibt doch in die Kommentare, ob es für euch sich genauso angefühlt hat und wer es halt noch nicht erlebt hat. Was glaubt ihr, wie würdet ihr euch fühlen oder vermisst ihr Kasachstan auch so sehr oder nicht nur Kasachstan, euer Heimatdorf, wo ihr als Kinder gelebt habt? Ist das bei euch auch so emotional, wenn ihr an den Ort denkt? Ja. Also laut den vielen Kommentaren habe ich gesehen, dass es doch vielen genauso geht wie mir. Und das ist krass. Ja, eigentlich, wir haben doch alles in Deutschland. Wir sollten doch glücklich und zufrieden sein. Und doch fehlt irgendwas. Doch vermissen wir alle irgendwas. Ja, also, wir machen uns gleich hier fertig. Und dann gehen wir die Stadt Aral besuchen, vielleicht einen Museumsbesuch. Schauen wir mal. Ja, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Und hey, danke, dass ihr dabei seid. Und es fühlt sich wirklich so an, wenn ich ein paar Kommentare lese oder antworte, als würde ich mit Freunden reden, die ich schon immer kenne. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr oder 90% von euch jetzt hier bei uns wärt und wir würden draußen einen riesen Tisch aufbauen und zusammen was essen und trinken. Wir würden uns prächtig amüsieren und viel Freude zusammen haben. Ja, das glaube ich. Also wir sind schon mit 90% von euch auf einer Wellenlänge. Es gibt ein paar unschöne Kommentare, aber da können wir drüber hinwegschauen, weil ja, es gibt auch immer wieder mal auch Menschen, denen es vielleicht seelisch nicht so gut geht und die lassen es halt woanders raus, wo es nicht rausgelassen werden soll. Aber was soll's. Der Herr segne sie und behüte sie und er gebe ihnen Frieden. Im Namen Jesus Christus. Amen. Also jetzt muss ich euch was zeigen. Schaut euch das an. Die kommen einfach immer näher. Oh, ich freue mich so sehr darüber. Oh, herrlich.
Eigentlich muss ich mich fertig machen, weil wir ins Städtchen wollen. Und das mache ich jetzt auch. Aber es ist so schön, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Wow. Nachdem wir jetzt echt lange rumgetrödelt haben heute. Wir sind schon um 8 Uhr aufgestanden und jetzt ist es 14:18 Uhr. 11 Uhr in Deutschland. Ich weiß auch nicht. Ja, aber ja, wir haben echt getrödelt. Aber jetzt schauen wir uns die Stadt Aral an und wir nehmen euch gerne mit. Ja, ich wollte noch sagen an alle Freiburg-Fans, Glückwunsch zum Finale. Ja, das ist für uns so ein bisschen was Besonderes, weil wir kommen ja von dort, wir fiebern mit der Mannschaft, hast du an? Ja. Wir fiebern mit der Mannschaft mit und freuen uns echt, dass sie im Finale sind. Leider konnten wir es nicht gucken, nur hören. Aber vielleicht das Finale in Almaty. Oh ja, das wäre richtig gut. Aber Das ist am 20. hast du gesagt. 20. oder 21. Ja. Aber das Problem ist, die Spiele, wenn die um 21 Uhr in Deutschland starten, dann sind die um 12 Uhr nachts hier in Kasachstan. Und das ist so früh. Dann startet das Spiel um 12 Uhr nachts und geht bis 2 Uhr nachts. Und ich bin kein junger Bursche, der Ist bis 2 nicht. Uhr nachts unterwegs ist. Ist nicht schlimm, wir machen wir Mittagsschlaf ausgiebig. Also, Feierale! So, hier soll es ja ein Museum geben, weil wir irgendwie total verpeilt sind. Wir finden keinen Standort zum Aralsee. Wir können machen, was wir wollen. Google Maps funktioniert hier sowieso nicht so gut. Dann haben wir die Yandex, ist sowas ähnliches wie Google Maps. Auch da finden wir keinen Standort. Nur für Usbekistan und nicht hier für Kasachstan. Und das ist so schade, weil wir euch das echt gerne zeigen wollten. Aber jetzt gucken wir, dass wir euch mit einem Museum vom Aralsee vielleicht ein bisschen überraschen können. Wir müssen es nur finden. Ja, wir gehen mal hier runter. Also hier kann sein, dass das das Museum ist, weil hier ist so ein richtig schöner Park dran. Und kann sein, dass am Ende von dem Park das Museum ist. Schauen wir mal. Ich hätte nicht gedacht, dass Aral so eine große Stadt ist. Aber jetzt so beim Durchfahren haben wir echt gesehen, es ist schon riesig hier. Wie süß das hier angelegt ist. Putzig. Vielleicht ist auch das Museum, so ein Freilichtmuseum. Keine Ahnung. Ja, Schatz, das hier draußen ist das Museum. Guck mal, hier stehen ja auch. Schön gemacht, oder? Ja. Da ist so. Schau mal. Hä? Ja. Wow, das ist ja interessant. Cool. Hallo. Hallo. Wow. Also ich weiß ja nicht, warum das hier das Aralsee-Museum ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Aralsee bis hier hinging, oder? Was meinst du? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Du bist sehr schlecht vorbereitet. Aber schaut mal, Aber das kann ich gut. das ist so ein Schlitten. Ja. Vom Kamel früher geht's auch. Ja, cool. Also was ist das? Also das ist hier, damit haben sie die Netze aus dem Wasser gezogen. Hier kannst du noch mal draufhalten, wenn jemand lesen will. Fischnetze haben sie damit rausgezogen. Krass, oder? Und dann von Hand. Ja. Wow.
Das war ja jetzt echt lustig. Der Mann da hinten in Schwarz, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch sieht. Er kommt zu mir, spricht Englisch mit mir und hat mich gefragt, ob ich Angela Merkel kenne. Ich sag ja. Also, das ist meine Schwester. Also Humor haben die Kasachen, oder? Wenn du immer aus dem Bild läufst, heißt es nachher wieder, man sieht nur mein Gesicht. Bleib jetzt hier. Dann filmen wir die Schiffe anstatt uns. Ja, oh, das würde bestimmt schön aussehen, wenn hier jetzt Wasser drin wäre. Oh, da steht noch ein alter Waggon, cool. Oh, mich kann man immer so leicht begeistern. Cool. Also jetzt zeigen wir euch das. Wir haben hier gerade Einheimische gefragt, warum das so ist. Und ich muss sagen, das spiegelt einfach genau das wider, was wir hier in Kasachstan die letzten Tage so erleben durften. Also ich kann es euch nicht erklären, weil ich dann wahrscheinlich in Tränen ausbreche, aber du machst es. Also ich sage einfach jetzt, was mir gesagt wurde. Damals 1921 war im Raum Ukraine eine Hungersnot. Und Lenin hat damals einen Brief zum Aral geschickt an die Leute, die am Aralsee gelebt haben, dass sie bitte ihnen helfen sollen, diesen Hunger zu stillen. Und diese Leute, die hier drauf aufgelistet sind, waren alle dafür verantwortlich und haben es geschafft, 14 solche große Waggone voller Fisch zu machen und nach Ukraine zu schicken, um das Leid zu mindern. Ja, das ist jetzt, ich habe gefragt, so wurde es mir wiedergegeben. Ich gebe jetzt nur das weiter, was mir gesagt wurde. Und ich denke mal, wer lesen kann, wird es dort auch wiederfinden, genau. Das ist echt ein schöner Ort zum Verweilen. Ein bisschen wenig Schatten, aber echt schön gemacht. Gefällt mir richtig gut. Wir versuchen gleich mal rauszubekommen, was dieser trockene See da hinten zu bedeuten hat. Ob das ein Zufluss war vom Aralsee oder wir gucken mal, wenn wir hier noch auf Einheimische treffen, dann quetschen wir die aus. Es sei denn, jemand von euch weiß es, kommt vielleicht hier aus der Stadt Aral und kann uns dazu was in die Kommentare schreiben. Das wäre auch ganz lieb. 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Ich hoffe, die Tanzanlage hat euch gefallen. Ich weiß, Katrin kann nicht tanzen. Liegt nicht an mir wieder mal. Ja, also das war's jetzt hier von diesem Geopark. Wir haben gelesen Museum. Ich habe es vielleicht einfach falsch übersetzt. Aber es war echt schön, Interessantes zu sehen. Und jetzt schauen wir uns die Stadt ein bisschen an, oder? Und die Speisekarte vom Restaurant. Wahrscheinlich. Also wir nehmen euch mit. Da kommt der Wind. Ist nicht schlimm. Die fliegen sowieso in mein Gesicht. Ich halte sie fest. Es ist so nervig. Leute, ich brauche unbedingt einen Friseur, wirklich. Also, Oder eine Haarspange. oder das. Eine Mütze am besten, eine dünne Mütze. Suchen wir gleich. Also, Dimi hat jetzt hier auf dem Areal noch was gefunden. Ein kleines Museum. Schade, Leute. Wir dürfen leider nicht da drin filmen. Tut uns echt leid, aber wir gucken es uns dann auch nicht an. So, wir werden jetzt für euch da reingegangen, um uns das anzuschauen, aber das machen wir nicht so. Hä? Deutsche! Ich fasse es nicht. Hi. Also, das war ja jetzt eine nette Begegnung. Die kommen aus Hildesheim, ne? Ja. Sind 30 Stunden mit dem Zug von Almaty hier hingeballert. 30 Stunden. Ich glaube, die waren das auch, die heute Nacht, weil da, wo wir schlafen, da ist ja auch, fährt ja auch die Bahn vorbei und heute Nacht hat es echt laut gehupt. Die waren das bestimmt. Bestimmt. Ja. Also es sind 2 Jungs aus Deutschland. Ja. Die sind hier, weil die bei einem Sportevent mitgemacht haben. Dann haben sie Almaty besucht, jetzt sind sie kurz hier.
Und dann wollen sie sich, glaube ich, Richtung Astana bewegen, Ja. aber per Dings, wer heißt das? Per Anhalter. Per Anhalter. Aber die waren genauso auf dem Holzweg wie wir. Die wollten auch zum Aralsee und finden ihn auch nicht, so wie wir. Ne, die haben gesagt, da war einfach nichts. Ja, wir gehen jetzt mit den Jungs, die sind jetzt hier in diesem Museum. Ja. Und wir gehen jetzt mit denen was essen. Und mal Genau. gucken, wie weit wir euch da mitnehmen, ob wir die Kamera auslassen oder ob wir vielleicht filmen dürfen, wissen wir noch nicht. Aber die Stadt zeigen wir euch trotzdem. Genau. Also wir sind jetzt lecker essen gewesen und laufen hier schon seit ein paar Stunden rum, gefühlt. Ich habe ganz vergessen zu filmen, Leute. Ich versuche jetzt noch, also wir sind hier durch sämtliche Straßen gelaufen, aber jetzt versuche ich mich zu konzentrieren und euch ein paar Bilder aus Aral zu zeigen. Tut uns echt leid, wirklich. Wir versuchen hier, wir haben vorhin beim Reinfahren so einen coolen Platz mit Basketballplatz und so gesehen. Wir finden ihn aber irgendwie nicht wieder. Aber ich nehme euch mal ein bisschen mit. Es ist auch schon wirklich spät. Die Sonne geht gleich schon unter. Wir haben echt viel Zeit mit den Jungs verbracht, die auch wirklich echt angenehm sind. Deutsche hier in Kasachstan zu treffen, die halt von ihren Erfahrungen erzählen. Ne? Und ist total interessant. Richtig schön. Und die mögen Kasachstan auch sehr. Haben hier eine tolle Zeit und ja, richtig cool. Seht ihr da hinten die Kinder, die sind alle in Uniform. Oh, hallo. Auch da drüben. So cool. Ihr wisst ja, ne? Morgen ist ja der 9. Mai. Und ihr wisst ja, was hier los ist. Wir freuen uns sehr. Vielleicht stehen wir rechtzeitig auf. Mal schauen. Wir sind heute eine Reisegruppe. Schön. Schatz, wir werden immer schnell. Ich glaube, du wolltest abhängen. Nein, die uns nicht mehr los. Hier, so einen Bus musst du ausbauen. Ja, Alter, das ist geil. Rostet jetzt zwar nach 2 Jahren weg, aber ist nicht für das erste Jahr ist geil. Die Kinder hier sind goldig. Hier trotzdem nicht so fürs Motto. Die lernen ja hier Englisch. Und die sind immer so glücklich, die fragen dann, ob wir Englisch sprechen. Und dann freuen die sich, wenn sie diese 2, 3 Sätze sprechen können, die sie vielleicht in der Schule gelernt haben. So süß. Wrestling. Ah, okay. Parat. Vielleicht kommen wir gegen sie noch hier. Scheiße. Was sind das? Das Wrestler? sind Wrestler. Also, Wow. wir legen uns mit denen nicht mehr an. Besser nicht. Stehen da wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, wenn es nicht so China oder Asien oder so, dann sieht das so ganz krass. Also während die Jungs Seiten trainieren, zeige ich euch das schöne Denkmal hier mal. Mit dem Sonnenuntergang dahinter, das sieht echt schön aus. Wow. Wow, sieht richtig schön aus. Ich kann leider nicht lesen, was drauf steht. Cool. In Amerika gibt es auch in Kalifornien so. Gewicht? Da hab ich ja. Echt? Ja?
Oder das war Nein, hier waren wir noch nicht. Barbar. Mal rüber. Schatz, Ja, ich komme. Heide. Auto kommt. Ihr verleitet mich immer zu kriminellen Sachen hier. Sehr kriminelle, wenn die Bandschienen. Ja. So, wir haben uns jetzt von den Jungs verabschiedet, fahren jetzt nochmal zum Platz und kommen dann auch zur Ruhe. Aber es könnte noch ein bisschen dauern. Die Jungs sind hier aus dem Ort und sind wieder sehr interessiert. Und Dimi nimmt sich natürlich immer die Zeit, um mit ihnen zu sprechen. Finde ich auch schön. Ja. Wir sind natürlich hier nochmal. Jetzt ist alles beleuchtet hier. Ich würde gerne noch ein bisschen bleiben, um zu schauen, einfach wie das im Dunkeln aussieht. Aber wir müssen ja wieder zurück in die Steppe und da im Dunkeln reinfahren. Wäre halt nicht so sinnvoll. Wir haben hier leider keinen Komar, der uns rauszieht. Aber es ist echt schön. Heute Mittag, als wir hier waren, war ja alles so heiß und alles so leer. Und jetzt, wo es sich abkühlt, die Sonne untergeht, sind hier so viele Kinder und spielen einfach noch. Oh, herrlich, ich mag dieses Feeling einfach. Einen wunderschönen guten Abend. Was für ein schöner Tag heute, echt. Ja, Den war wir ein cooler mit den Tag. beiden Jungs verbracht haben. War echt schön. Ich finde das so genial. Es ist immer so, dass etwas passiert, womit man gar nicht rechnet. Ja. Wie gesagt, ich habe heute, ihr wisst ja inzwischen, dass wir gläubig sind, und heute war mein Gebet. Ja, danke dir für den Tag, Herr, und wir freuen uns darauf, was du für uns heute vorbereitet hast und was wir erleben dürfen. Ja, und was haben wir erlebt? Ja, wir haben einen tollen Nachmittag gehabt mit echt schönen Begegnungen, tollen Gesprächen und einer Menge Spaß. Also das könnt ihr uns glauben, es war echt ein lustiger Nachmittag. So ausgelassen. Ne? Wir sind eigentlich Fremde mit den Jungs, aber ja, wir waren einfach auf einer Wellenlänge und wir hatten echt tolle Gespräche. Ja, War schön. ja, wie Katrin schon sagt, viel gelacht, sehr Ja. viel gelacht. Ja, Richtig viel gelacht. das war Also cool. war schön. Ja, jetzt werden wir uns noch einen Tee kochen, oder? Und dann. Ja. Machen jetzt einen Tee. Ja. Morgen haben wir schon leichte Es Pläne. ist halt 9 schon. Morgen haben wir schon leichte Pläne. Was haben wir morgen vor, Schatz? Ja, erstmal gucken wir uns die Kinder morgen früh an. Morgen ist ja der 9. Mai. Ja. Du kannst besser erklären, was das Also ist. 9. Mai war Ende des Krieges. Ja. War Ende des Krieges und seitdem wurde das immer jedes Jahr gefeiert. Und ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder damals am 9. Mai schon vor 34 Jahren, Du bist schon alt. dass wir da so interessante Sachen gemacht haben. Wir haben mit dem Fahrrad Rennen gemacht und so. Es war einfach so, man hat sich zusammen getroffen, man hat gewisse Spiele? Spiele gemacht und dann irgendwann mal war alles vorbei und das war's. Und tatsächlich habe ich heute mit Einheimischen hier geredet und genau, es ist heute noch genauso. Ja, schön. Und da gehen wir morgen mal hin. Um schauen- 9 Uhr schon, Leute. Wir müssen dann wahrscheinlich schon um 6 Uhr aufstehen, weil wir ja immer so lange brauchen, bis wir in die Pötte kommen. Oder? Ja, Ja. das schaffen wir. Ja. Einfach nicht trödeln morgen. Ich hoffe, wir verpassen es nicht. Wir hatten in Attira schon mal die Möglichkeit, dass da sowas mit Kindern war. Ich weiß nicht, wie das heißt. Weißt du das noch? Auch irgendwas. 1. Mai, 2. Mai? Ja, hier ist am 1. Mai Mai gewesen. Ich weiß nicht, was genau. Am 7. Mai, da ist so kasachischer Nationalfeiertag irgendwie. Den haben wir verpasst, weil wir in der Steppe waren. Ja, und weil wir einfach nicht wussten. Ich habe erst später von unseren neuen Freunden halt im Status gesehen, dass die halt einen Feiertag haben. Ja. Ja, und jetzt 9. Mai ist halt Ja. wird wohl immer noch gefeiert, der Sieg über den Faschismus, genau. Schön. Und den Gefallenen gedacht, genau. Ja, und das schauen wir uns mal früh an. Deswegen
sagen wir jetzt gute Nacht, oder? Ja, wir sagen gute Nacht und bis morgen. Bis morgen, Ciao. Leute. Ciao. Guten Morgen aus Aral. Ja, wir haben uns wirklich sehr beeilt. Wir haben gedacht, wir sind pünktlich, weil wir euch einen ganz besonderen Moment zeigen wollten. Willst du sagen, worum es ging? Ja, eigentlich wollten wir pünktlich hier sein. Hier gab es eine Zeremonie zum 9. Mai und das ist halt da wird der Tag des Sieges über den deutschen Faschismus gefeiert, immer noch. Genau, was ich auch richtig finde, dass man das nicht vergisst. Ja. Genau, damit es sich nicht wiederholt. Aber es muss halt die Seite nicht vergessen, die es angerichtet hat. Ja, genau. Aber eigentlich auch die ganze Welt, damit Richtig. kein anderer das auch anrichtet. Richtig. Genau, wir sind leider ein bisschen zu spät, aber jetzt zeigen wir euch nochmal die Reste von Ja. dieser Feier. Wir sind schon auch ein paar Männern begegnet mit ganz viel Auszeichnungen. Ja. Ich habe sie gefragt, was das für Auszeichnungen sind und die haben 2,5 Jahre in Afghanistan gekämpft. Und da sind Überlebende aus Afghanistan gewesen. Überlebende Kasachen, die für Russland damals gekämpft haben. Ja, und uns wurde gestern gesagt, dass um 9 Uhr alles aufgebaut wird und um 10 Uhr die Zeremonie losgeht. Jetzt ist 9:15, 9:30, glaube ich. Ja, und wir haben leider alles verpasst. Aber wir zeigen euch noch so ein paar kleine Eindrücke, was hier gerade noch los ist. Aber jetzt will ich erstmal eben Hallo sagen. Ja, macht das. Seid bitte ein bisschen nachsichtig mit uns. Wir haben uns so darauf gefreut, euch diese Bilder hier zu zeigen. Aber ja. Мы сегодня дальше едем. Мы сейчас... Ich will da auch nicht so draufhalten. Ich meine, das gehört sich vielleicht auch nicht so, aber die hier solche Zeremonien schon erlebt haben, die wissen ja, was das für ein wichtiger Moment, glaube ich, auch für die ehemaligen Soldaten und so sind. Deswegen möchte ich das gern ganz diskret machen, aus dem Hintergrund heraus. Diese Männer haben einfach in Deutschland gedient. Er in Magdeburg und er hier vorne in Wismar. Wow. Wow. Das ist echt unglaublich. Die Männer haben gerade versucht, mit mir zu sprechen, aber ich kann ja kein Russisch. Sorry. Ich kann ja kein Russisch. Und dann habe ich Dimmi schnell geholt aus einem Gespräch. Und einer von denen hat in Löcknitz gedient. Krass. Ein paar Kilometer weiter bin ich geboren. Oh, ganz lieben Gruß an dich, Papa. Ich hab dich lieb. Und ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwann bald ganz schnell wiedersehen. Irgendwo. Oh, das ist so krass. Das überwältigt mich gerade. Ich habe gerade so gedacht, vielleicht kennst du die sogar, weil du hast ja auch gedient. Das wäre ja krass. Oh Mann, wie emotional gerade. Wow. Das ist wirklich emotional. Ich verstecke mich jetzt lieber hinter der Kamera, damit ihr nicht wieder meine Tränen seht. Wow. Also es war sehr interessant, mit den Männern zu reden. Die haben uns eine Geschichte erzählt. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir die Geschichte schon erzählt haben. Es ging darum, um die Gastfreundschaft der Kasachen. Es gab einmal eine Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist. Da wurden Frauen in ein Lager eingesperrt. Und Das gucken wir uns übrigens auch noch an. die waren am Verhungern. Und dann kamen die kasachischen Kinder und haben so kleine Steine auf die Frauen geworfen. Und die auf die Frauen aufgepasst haben, haben gedacht, ja, die kasachischen Kinder verhöhnen sie. Aber die kasachischen Kinder haben sie nicht verhöhnt, sondern die haben diese kleine weiße Kurt, diesen ganz harten Käse, zu ihnen rübergeworfen, damit sie nicht verhungern. Und so gab es auch eine Geschichte mit den tschetschenischen Männern, die eingekreist waren, wo die Kasachen denen auch so Essen hingeworfen haben, damit auch sie überleben. Also
an sich, was sie damit aussagen wollten, sind, dass die Kasachen niemanden verhungern lassen und immer für die Menschen da sind, damit ja, kein Unrecht geschieht. Ja. So. Und ja, diese Männer haben jetzt in Deutschland gedient, Das hab ich schon in gesagt. Ostdeutschland. Und die haben gesagt, die Zeit damals war so angespannt. In Berlin war die Mitte. Und auf einer Seite 25 Kilometer waren sie und auf der anderen Seite 25 Kilometer war die NATO. Und die Zeit war so angespannt, dass man dachte, jede Zeit eskaliert es und Unglaublich. dass der Krieg wieder ausbricht. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Ja, Gott sei Dank. So, also ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn wir zu spät gekommen sind. Aber wir machen uns jetzt auf nach Turkestan, also in die Richtung. Wir wissen nicht, wie weit wir kommen, aber wir nehmen die beiden Jungs von gestern mit. Die wollen ja per Anhalter nach Astana. Unglaublich. Und wir nehmen sie einfach bis zu einem richtig guten Platz mit, wo sie dann weiterkommen. Und ja. Ja, Dima. Дима. Фамилия? Schreiner. Schreiner, Дима. Ja. So cool. Die machen jetzt hier noch so einen Staffellauf. Boah, ist der schnell. Krass. Wow. Ihr dürft die Schuhe an. Also, willkommen Jungs in unserem Zuhause. Also erstmal muss ich sagen, wir haben hier eine richtig gute Reisegruppe. Schön, dass ihr dabei seid. Und da die beiden so aufmerksam sind wir jetzt auf einen richtig coolen Ort gestoßen. Nee, muss noch bestimmt. Dimi und ich, wir wären garantiert vorbeigefahren, aber der Bene, der Profi, der Google-Meister, ChatGPT in Person quasi. der hat gesagt, dass hier der größte Bahnhof der Welt ist. Und wir gucken mal, ob wir da hinkommen. Das wäre richtig, richtig cool, oder? Oder? Ja, es wäre richtig cool. Also wir sind gespannt. Wir hoffen sehr, dass wir euch die Bilder zeigen können. So, also Chat sagt, die Kosmodrom Baikonur ist der älteste und bis heute einer der wichtigsten Raumfahrtstandorte der Welt. Obwohl oft von der Weltraumstation Baikonur gesprochen wird, handelt es sich eigentlich um ein riesiges Raketenstartgelände, Kosmodrom in der Steppe Kasachstans. 1955 in der Sowjetunion eröffnet. Wow, vielen, vielen Dank. Krass. Also du darfst es auch sagen, dass Juri da gestartet hat. Alles gut, Yuri Gagarin ist von da gestartet tatsächlich in den Weltraum. Genau. Like davor, ja. 1957 die Mission Sputnik 1. Das war quasi der Beginn des Weltraumzeitalters und 1961 ist dann Juri Gagarin mit der Kapsel Vostok 1 ins All geflogen. Hammer. Einer der größten Prestigeerfolge der Sowjetunion im Kalten Krieg. Und noch heute starten dort unter anderem Soyuz-Raketen zur ISS und Versorgungsmissionen sowie andere Raumfahrtmissionen. Vielen, vielen Dank, Bene. Geil. Vielen, vielen Dank. Sein, dass das ja auch vielleicht sogar zu Russland gehört irgendwie. Wir haben kein Visum. Ja, also so nicht, aber zumindest auf Pachtbasis. Du hast dich schlecht informiert, Mann. Ich habe mich gar nicht informiert. Wir werden dich aus dem Video entfernen müssen. Ich habe mich gar nicht. Was? Ja, das war jetzt richtig sowjetisch, hä? Ja, safe. Er meinte, habt ihr eine Durchfahrtsgenehmigung? Wir so, nö. Also, ja, ihr braucht hier nach Baikonur eine Durchfahrtsgenehmigung. Also wir kommen hier nicht rein. Wir brauchen eine Durchfahrtsgenehmigung. Wird ganz streng kontrolliert. Haben wir nicht mit gerechnet. Wladimir, was soll das? Wladimir. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja. Okay. Das war jetzt ein seltsamer Moment. Ja, oder? Ja, oder? Frag. Was ist hier los? Warum darf man nicht in Baikonur einreisen? Kann mir das einer sagen? essen. Wir wollen einfach nur essen. Ja. Ja, schreibt bitte in die Kommentare, warum das so ist. Normale Rakete. Wir sind tatsächlich bis hierhin gekommen.
Das ist spektakulär, dass wir das hier sehen dürfen. Unglaublich, echt. Schaut mal. Schreibt's mal in die Kommentare, wer schon hier war von euch. Krass. Hammer. Ja, genau. Echt? Ja, guck mal. Ich zeige euch gleich die Mülleimer. Das ist ja lustig. Cool. Schaut mal da hinten. Hammer. Boah, ich bin echt begeistert. Wer hätte gedacht, dass wir jemals an so einem Ort stehen würden? Also wir sind völlig begeistert, oder? Ja. Es ist unglaublich. Ja, und wir nutzen einfach auch diesen Ort, um unser Video zu beenden und sind einfach unendlich dankbar, dass wir hier sein dürfen. Unendlich dankbar, dass wir so tolle Reisebegleitung hatten gestern und heute. Das sind wirklich besondere Momente, die wir wirklich schätzen. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein nettes Kommentar da. Über ein Like freuen wir uns auch. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann fühl dich frei, uns zu abonnieren. Und wie an jedem Ende unseres Videos, ja, möchten wir einfach den Segen über euch aussprechen. Ja, ich wollte noch mal sagen, Benne, Johannes, war Ja. cool mit euch. Ja, ganz liebe Grüße an ganz euch. liebe Grüße. Noch seid ihr hier, aber später seht ihr das irgendwann. Genau. Genau. Ja, was ich heute gerne sagen würde, ist, wir kamen heute, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Durch diese Videos und durch den Wachstum des Kanals bemerken wir so viele tolle Kommentare Ja. und so viel gutes Miteinander. Aber leider gibt es auch ein paar Leute, die einfach sinnlos unnette Kommentare Ja. schreiben und auch untereinander diskutieren, nicht schön. Und da fällt mir einfach ein Vers ein aus der Bibel, wo Jesus sagt, er wird gefragt, was ist das größte Gebot, was man halten soll, damit man ja, Gott gerecht werden kann. Und er sagt, ja, lieb Gott von ganzem Herzen, von der ganzen Seele und aus ganzem Verstand. Und das andere, das zweite ist dem gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Das heißt, tu doch niemandem anderem was an, was du nicht möchtest, dass Genau. dir angetan wird. Und sogar noch darüber hinaus, wenn du möchtest, wenn du in der Not bist, dass dir geholfen wird, dann hilf auch Menschen in der Not. Genau, und das ist die Liebe, die wir zu Gott haben können, dass wir anderen helfen. Ja. Ja, und ja, wenn wir alle danach leben würden, dann wäre es richtig schön. Ja. Ja, und ich segne euch einfach damit, dass ihr dahin kommt, dass wir alle dahin kommen, dass wir einander lieben können, Ja. wie uns selbst. Hallo. Und dass wir einander lieben können, Ja. wie uns selbst. Und die Jungs stören gerade. Ist gar nicht schlimm. Also das gehört halt auch einfach Also, dazu. jetzt lassen wir doch Und mal. weil wir nicht irgendwie schneiden wollen, lassen wir das auch einfach drin. Das Lustige ist, ich rede gerade hier über den Glauben, der im Hintergrund schreibt, Hi. ey, bring mir meine Kippen her. Ja, mach weiter. Okay. Also wir wünschen uns einfach für dich, dass du ja, Menschen triffst, die das wirklich auch leben, dass sie ihren Nächsten lieben wie sich selbst. Und dass du auch anderen Menschen so begegnen kannst, ohne Vorurteile, sondern mit ganzer Liebe und Ja, Ja. Liebe ist auch nicht ein Gefühl, sondern Liebe ist eine Handlung. eine Entscheidung. Eine Entscheidung und Ja. eine Handlung. Ich sehe, jemand ist in der Not und ich helfe. Ja. Du bist in der Not und jemand sieht es Ja. und er hilft dir. Und genau das spreche ich euch allen gerne zu. Ja. Im Namen Jesus Christus, dass Ja. ihr so leben könnt und dass ihr hilft und dass euch geholfen wird. Genau. Amen. Amen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Ciao. Ciao.